Die Restaurierung dieses wunderbaren Gemäldes von Franz Franken II. Hat uns quasi einen Schatz wiedergebracht. Es ist ein Bild, das immer im Depot war, das total vergilbt, verschmutzt war, mit Sicherheitspapieren beklebt. Und wir haben eigentlich nicht wirklich gewusst, was wir haben. Das Bild ist gekauft worden Mitte des 18. Jahrhunderts als Rubensschule. Man hat es dann einem anderen Maler zugewiesen, der hieß Cornelis Schrütt, der war es aber nicht. Und dann waren die Zuschreibungen immer sehr vage und unklar. Und eigentlich erst in unserem Gesamtkatalog von 2007 haben wir zum ersten Mal den Namen des Malers ins Gespräch gebracht, der das Bild wirklich gemalt hat, so wie es jetzt hier zu sehen ist. Das ist nämlich Franz Franken II. Franz Franken II. Ist ein sehr bedeutender Antwerpener Maler, der sich auf kleinformatige Kabinettbilder spezialisiert hatte. Das ist eigentlich ein sehr großes Format, für ihn eher ungewöhnlich, eine große Holztafel. Hier auf der Rückseite haben wir eine ganz wichtige Information. Und zwar sehen wir verschiedene Stempel, die uns etwas zur Herkunft der Tafel sagen. Sie stammt aus Antwerpen und zwar haben wir hier die Brandmarke, diese Darstellung der Hände und der Burg von Antwerpen. Der Legende nach gab es einen Riesen, der an der Schelde stand und von vorbeifahrenden Schiffern Wegezoll verlangte und wenn diese den nicht zahlen konnten, hackte er ihnen die Hände ab. Dem ganzen Treiben konnte erst der Held Brabo ein Ende setzen. Im Kampf besiegte er den Riesen und warf die rechte Hand, die er ihm abgehackt hatte, in die Schelde. Diesem Namen nach dem Handwerfen soll der Name der Stadt Antwerpen entstanden sein. Dieses Siegel haben wir hier an einem Brett und an den anderen Brettern sehen wir durchaus Holzfehler. Und zwar in Form dieser hellen Streifen, die sich einmal quer über die ganze Breite ziehen. Das sind sogenannte Mondringe. Und zwar sehen wir hier außen die Rinde des Holzes und dann den wasserführenden Splintbereich. Der markiert sich hell. Wenn zum Kern hin noch einmal ein heller Streifen auftaucht, ist das sogenanntes Mondringholz. Das Mondringholz entsteht dann, wenn bei jungen Bäumen während starker Frostperioden Äste abbrechen und die kalte Luft in diese wasserführende Splintholzschicht eindringt, dann wird die Verkernung gestört. Dass wir es hier mit Holz zu tun haben, mit diesem Holzfehler, sehen wir auch daran, dass die Insekten diesen Mondring befallen haben, so wie sie es bei Splintholz auch machen. Und das war auch genau diese Anfälligkeit, war der Grund, warum in dieser Zeit auch die Verwendung von Splintholz an Eiche verboten war. Nun haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wie kann das sein, dass Holz mit so einem Holzfehler an dieser wertvollen Tafel zu finden ist? Aufschluss bringt uns ein Blick auf die Kanten der Tafel, denn dort sehen wir, es handelt sich in 3 Bereichen nicht um die originale Maltafel, sondern um eine Aufdopplung. Also als wir die Holztafel aus dem Schmuckraum genommen haben, haben wir festgestellt, dass hier ein kleiner, 11 cm langer offener Riss ist, den wir verleimen werden, indem wir eben die Holztafel jetzt Leim angeben und den Riss wieder schließen, damit die Festigkeit der Holztafel gewährleistet ist. Er hat ein Thema gewählt, das in seinem Werk oft wiederholt wurde, durch ihn selbst und auch durch Werkstattmitarbeiter, ein sehr, sehr beliebtes Thema in Antwerpen. Es ist nämlich die Hochzeit von Neptun mit Amphitrite. Neptun, also der Gott des Meeres, der Ozeane, der Wasser, hat Amphitrite von der Insel Naxos quasi befreit und hat sie dann geheiratet. Und hier sieht man eine Szene, wie der
Gott des Meeres mit seiner Braut Amphitrite auf einem Muschelwagen, der von weißen Seerössern gezogen wird, quasi an Land gebracht wird. Man sieht also eine Menge von Wesen, die diesen Wagen umgeben, die 4 Seerösser und eine große Zahl interessanter Meereswesen, Tritonen, die das Horn blasen, und Nereiden, die diese ganze Szene hier bereichern. Das sind Figuren, die Franz Franken selbst entwickelt hat, und zwar in Zeichnungen, von denen wir hier im Dresdner Kupferstichkabinett 2 Originale bewahren. Für die Antwerpener Sammler und die Antwerpener Bürger, die sich solche Bilder leisten konnten, war das Thema auch noch in anderer Hinsicht sehr interessant. Denn Neptun stand für Skaldis, das ist die Schelde, der Fluss, der Antwerpen mit dem Meer verbunden hat, bis heute verbindet und der damals quasi der Zugang zu den Weltmeeren war. Antwerpen war die bedeutendste Hafenstadt nördlich der Alpen, quasi das Venedig des Nordens im 16. und im frühen 17. Jahrhundert. Und dadurch war der Hafen und die Schelde ein so ganz bedeutender Faktor für die kulturelle und wirtschaftliche Blüte dieser Stadt. Also Neptun steht für die Schelde und Amphitrite steht natürlich für Antwerpen, für die Stadt. Also der Fluss und die Stadt sind ein Brautpaar. Wir möchten heute Röntgenaufnahmen machen von dieser Holztafel, von diesem Holztafelgemälde. Das ist eine Tiefenuntersuchung, also die Röntgenstrahlen durchstrahlen einmal sowohl die Malschicht als auch den Bildträger. In dem Fall erhoffen wir uns jetzt davon, dass wir die Verbindungen der einzelnen Brettfugen, aus denen das Gemälde besteht, dass wir da mehr Informationen darüber bekommen, wie die genau verbunden sind, also zum Beispiel mit Dübeln. Das ist jetzt unsere Aufteilung, also die Hälfte der Aufteilung, wie wir unsere Speicherfolien anbringen wollen, damit wir dann am Ende aus all den Einzelaufnahmen ein komplettes Röntgenbild zusammensetzen können. Ich habe mir das jetzt so gedacht, dass wir das hier ranhalten und von der Rückseite mit mindestens 4 Magneten sichern. Bin jetzt hier ein kleines bisschen höher. Ich würde die andere dann noch mal kurz ein bisschen. Das ist eine Fuge, glaube ich. Das sieht man auch im Bild ganz gut, dass da eben so eine Retusche auch drüber ist. Das habe ich jetzt direkt wiedererkannt, weil es diese Form hat. Ein Motiv, das in diesem Bild ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, das ist diese Götterversammlung. Die olympischen Götter haben sich also um den Tisch gesetzt und warten schon darauf, dass das Fest mal losgehen kann. Es beginnt natürlich erst dann, wenn Neptun und Amphitrite angekommen sind am Ufer. Eine Göttin ist allerdings zu spät. Die kommt erst in letzter Minute angeflogen. Das ist nämlich Juno. Juno sieht man hier hinten in den Wolken. Sie hat einen Wagen mit Pfauen. Pfauen ziehen ihren Wagen und sie kommt hier jetzt zur Erde geflogen und wird sich bald zu diesen Göttern dazusetzen. Innerhalb unserer Ausstellung Teamwork in Antwerpen gibt es da noch einen ganz interessanten Anknüpfungspunkt. Juno in der Unterwelt ist ein ganz kleines, feines Bild auf Kupfer, in dem man Juno sieht, also die Ehefrau von Jupiter, von Zeus, wie sie in der Unterwelt mit den Rachegöttinnen spricht, mit den Erynien. Und auch da ist sie mit einem Pfauenwagen zu sehen. Also diese Verbindungen des Themas bringt zugleich eine Verbindung auch in den Motiven und in den Künstlerwerkstätten. Wir machen heute eine Infrarotreflektographie von dem Gemälde. Das ist eine zerstörungsfreie Untersuchungsmethode, mit der wir die Schichten unter der deckenden Malschicht sichtbar machen können. Man kann dann also zum Beispiel
eine Unterzeichnung erkennen. Und besonders gut kann man kohlenstoffhaltige Zeichenmedien erkennen, wie zum Beispiel Tusche oder schwarze Malfarben, da die kohlenstoffhaltigen Substanzen eben die Infrarotstrahlung sehr gut absorbieren. Und die weiße Grundierung, auf der die Unterzeichnungen liegen, fungiert quasi als Reflexionsschicht und reflektiert dann die Infrarotstrahlen zurück, die dann von der Kamera detektiert werden, und dadurch bekommen wir dann ein Bild in Graustufen. Hier sieht man zum Beispiel auch, wie der Schatten so ein bisschen angelegt wurde, schon in der Unterzeichnung. Sieht auch jetzt so auf den ersten Blick für mich aus sieht jetzt gar nicht aus wie eine Tusche oder so, wie eine Tinte, sondern eher wie so ein Stift oder sowas. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Ergebnis und ein schönes Ergebnis. Die Infrarotreflektographie hat uns ein sehr schönes Bild davon gegeben, wie der Maler vorgezeichnet hat. Auf der hellen Grundierung sehen wir auch hier im Bild mit bloßem Auge einige Unterzeichnungslinien. Vor allen Dingen in den hellen Bildpartien sieht man hier dunkle Striche. Und diese Zeichnung ist insgesamt sehr, sehr zügig gemacht worden mit einem trockenen Stift, einem trockenen Medium. Hat der Maler ganz zügig die Darstellung angelegt und für sich geklärt, was er wo im Bild haben will, ohne das bis zum Schluss auszuformulieren. Also das ist eine sehr skizzenhafte Unterzeichnung. Anschließend an diese Unterzeichnung ist dann mit einer sogenannten d'Hautverf, einem Braunton, die Helligkeit und Dunkelheit für das Gemälde angelegt worden. Und auch diese Bereiche dieser d'Hautverf sind noch sichtbar. Und zwar auch wiederum hier in diesem Muschelwagen oder in anderen Bildpartien sieht man das hier sehr schön in den Inkarnattönen, dass im Schatten liegende Personen tatsächlich dann nicht weiter hell gestaltet worden, sondern so zurücktreten und andere Bereiche dann farblich weiter ausformuliert wurden. Die Malerei hatte einige Fehlstellen. Diese sind gekittet worden mit einem weißen Leimkreidekit. Und ich bin jetzt dabei, die abschließende Retusche mit einer Gouache-Farbe auszuführen, mit einer wasserlöslichen Farbe, sodass, wenn es zu Farbveränderungen im Laufe der Alterung kommen sollte, es jederzeit möglich ist, dass spätere Generationen von Restauratoren diese Farbe auch wieder entfernen. Wir haben hier einen Firnis angesetzt aus Dammer, einem Naturharz eines Laubbaumes, und dieses ist gelöst in einer Benzinmischung. Und wird jetzt hier großflächig aufgetragen. Mit dem Pinsel aufgetragen habe und auch den Firnis überall gleichmäßig stehen sehe, nehme ich eine Bürste aus Ziegenhaar und versuche durch das Bürsten eine größere Gleichmäßigkeit zu erreichen.